So, willkommen zurück auf meinem Kanal, wo ich euch heute schon wieder ein neues Produkt vorstellen möchte. Und zwar die Tyke 4, Nachfolger der Tyke 3 Pro Plus, die ich euch hier schon vorgestellt hatte, von Nlabs. Die Tyke war schon in der dritten Version wohl die beste Möglichkeit, um Langzeitzeitraffer zur Überwachung von Projekten, Landschaften etc. über Monate oder sogar Jahre so einfach wie möglich umzusetzen und dann auch die Bearbeitung der Videos oder die Analyse der Daten über die Cloud-Plattform wirklich simpel zu gestalten. Was gibt es also noch zu verbessern? Naja, ich hatte auch bei der 3er-Version noch ein paar Kritikpunkte. Mal sehen, ob die von Nlabs behoben wurden. Und wir werden uns die Tyke 4 noch etwas genauer ansehen. Ein kurzer Disclaimer, ich bin ein Botschafter für Nlabs und habe die Tyke 4 für dieses Video umsonst bekommen, werde aber ansonsten nicht dafür bezahlt und deswegen ist meine Meinung auch weiterhin so ehrlich wie möglich und spiegelt das wider, was ich wirklich von der Kamera halte. Die Tyke 3 war eigentlich noch gar nicht so lange auf dem Markt und hat wirklich immer noch sehr, sehr gute Resultate geliefert. Ich hatte sie zum Beispiel auf einer Baustelle für über ein Jahr in allen Witterungsverhältnissen im Einsatz und musste sie dort nicht einmal anfassen. Sie hat komplett autonom ein perfektes Video aufgenommen, das ohne viel Bearbeitungsaufwand direkt in der Cloud-Plattform erstellt wurde. Trotzdem hat sich bei der Tyke 4 einiges verbessert und das werden wir uns jetzt erstmal genauer anschauen. Ich habe hier die Tyke 4 und ihr werdet euch vielleicht zuerst mal fragen, ist das wirklich eine Tyke 4? Die sieht genauso aus wie die Tyke 3. Und das stimmt auch, mehr oder weniger, aber es ist trotzdem eine Tyke 4. Verglichen mit der Tyke 3 hat sich am Äußeren tatsächlich eigentlich fast gar nichts geändert. Warum auch? Ich hatte hier nichts zu bemängeln. Das Design der Tyke ist eigentlich ziemlich gut und deswegen behält die Tyke 4 auch das gleiche Design bei. Aber innen hat sich tatsächlich einiges getan. Zuerst einmal wurde der wohl wichtigste Teil einer jeden Kamera ausgetauscht. Hier befinden sich jetzt zwei komplett neue Sony-Sensoren in der Tyke 4, die einen deutlich größeren Dynamikumfang aufweisen und ein verbessertes Rauschverhalten, vor allem in der Dämmerung und in der Dunkelheit. Und das ist eine sehr willkommene Änderung. Außerdem wurde ein neues LTE-Modul verbaut mit einer besseren Sendeleistung. Hoffentlich verbessert sich damit auch die Verbindung, wobei das für mich bis jetzt eigentlich kein Problem war. Der Ladebereich der Batterie wurde verbessert. Man kann jetzt bei minus 10 bis plus 50 Grad die Batterie laden, also wirklich in den extremsten Konditionen. Und die Laufzeit wurde auch optimiert. Man sollte ungefähr 15% mehr Batterielaufzeit bekommen, was vielleicht für Aufnahmen im Innenraum oder in Bereichen, wo wirklich nur sehr wenig Sonne vorherrscht, nützlich sein kann. Noch ein weiterer Punkt zur Batterie- und Ladefunktion. Die Tyke 4 hat jetzt endlich einen USB-C-Anschluss. Das war ein Punkt, den ich an der Tyke 3 kritisiert hatte. Micro-USB war wirklich schon sehr, sehr alt. Danke Nlabs, jetzt haben wir USB-C, auch bei der Tyke. Und noch etwas anderes, das ich sehr super finde. Die Tyke benutzt natürlich weiterhin eine SD-Karte, um Bilder zu speichern. Aber sie kann jetzt auch bei defekter oder voller SD-Karte neue Bilder weiterhin an die Cloud-Plattform schicken. Und das ist natürlich etwas, was zur Verlässlichkeit beiträgt und in manchen Fällen sehr, sehr nützlich sein kann. Abgesehen davon bleiben natürlich viele der Funktionen der Tyke 3 Pro Plus, zum Beispiel die IP66-Bewertung. Also man kann sie leicht im Regen und im Schnee und bei Staub und sonstigen Konditionen benutzen. Der 220-Grad-Blickwinkel der beiden Objektive, also ein sehr breiter Panoramablick mit 6K Auflösung, ist weiterhin zu finden. Eine neue Live-Video-Funktion, die es über ein Software-Update auch für die Tyke 3 inzwischen gibt. Und natürlich das Solarpanel, mit dem man die Tyke komplett autonom betreiben kann. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte bei einer Langzeit-Zeitraffer-Kamera wie dieser. Bei der Inbetriebnahme der Tyke 4 hat sich im Grunde verglichen mit der Tyke 3 nichts geändert. Man verbindet sich zum ersten Mal über Bluetooth und der Smartphone-App für iOS oder Android, konfiguriert dann die Wi-Fi- oder LTE-Einstellungen, die erste Timelapse-Sequenz, die man aufnehmen möchte, oder macht ein Testbild, um die Komposition zu überprüfen. Und das war's dann eigentlich schon. Zur Installation selbst gibt es weiterhin viele Möglichkeiten. Man kann die Tyke einfach über ein Standardstativ irgendwo aufstellen
oder zum Beispiel mit dem NLabs Metallarm, der sehr flexibel einsetzbar ist, an einem Pfosten etc. festmachen. Den Metallarm gibt es einzeln, aber man kann auch das Tyche 4 Pack mit diversen anderen Zubehörteilen, wie zum Beispiel der SD-Karte, Ladekabel, einem Schloss und einem Case etc. erwerben. Da ist der Arm dann auch mit dabei. Wie auch die Tyche 3 und die Tyche Mini, die ich hier vorgestellt hatte, unterstützt die Tyche 4 auch die NLabs Cloud-Plattform. Das Ganze nennt sich MyTyche. Die Plattform ist optional. Man kann seine Bilder auch einfach nur auf der SD-Karte speichern und die Tyche über die App konfigurieren. Oder man kann die kostenlose Version der Plattform benutzen, die natürlich funktionsmäßig sehr, sehr limitiert ist. Persönlich bin ich jedoch der Meinung, dass die MyTyche-Plattform ihr Geld wert ist. Ich kann zwar verstehen, dass jemand sagt, ich habe viel Geld für die Hardware ausgegeben, ich möchte nicht nochmal monatlich für eine Software bezahlen, aber die Einfachheit, mit der man in der Cloud-Plattform zehntausende Bilder verwalten, sortieren und filtern kann, zum Beispiel nur sonnige Tage, automatisch mit einem Knopfdruck. Oder mit einem Knopfdruck ein Video erstellen, wo die Belichtungskorrektur zwischen verschiedenen Zeiten und Tagen automatisch übernommen wird, die Stabilisation der Aufnahme etc. Das ist einfach woanders nur sehr, sehr schwierig zu finden. Man kann das mit anderen Programmen offline, vielleicht manchmal sogar günstiger umsetzen, aber der Aufwand wird immer größer sein und die Einfachheit der Gesamtlösung Tyche und MyTyche-Plattform ist sonst wirklich schwierig zu finden. Alles in allem ist es ein sehr solides Upgrade zur Tyche, verbessert einige der Funktionen der Kamera und einige der Kritikpunkte, die ich bei der Tyche 3 noch hatte, wurden damit auch adressiert. 2 Punkte, die vielleicht noch zu verbessern sind, ist, es wäre schön, eine Möglichkeit zu finden, die Linse vor Staub oder Regen besser zu schützen. Und zweitens, als Fotograf würde ich mir manchmal wünschen, dass man etwas mehr Kontrolle über die Belichtungseinstellungen der Tyche haben kann. Die macht das heute komplett automatisch und macht das auch ziemlich gut. Aber manchmal möchte man doch vielleicht etwas flexibler mit Belichtungszeit, ISO-Werten etc. umgehen können. Und das wäre vielleicht eine Funktion für die Zukunft, für etwas fortgeschrittenere Nutzer. Was die Software angeht, wäre es vielleicht wünschenswert, etwas mehr Flexibilität bei den Abonnementlösungen der MyTyche-Plattform zu bekommen, um zum Beispiel kurzfristigere Timelapse günstig umsetzen zu können oder wenn man die Kamera nur sporadisch hin und wieder mal benutzt, eine andere Art von Abonnement könnte hier vielleicht helfen. Außerdem hätte ich gerne, wie schon bei der Tyche 3 und bei der Tyche Mini auch, die Möglichkeit, mehrere Timelapse-Sequenzen parallel zu konfigurieren, sodass ich diese abrufen kann, je nachdem, wie ich es gerade möchte. Zum Beispiel eine Langzeitsequenz und gleichzeitig eine kurze Sequenz mit mehreren Bildern in kurzem Intervall. Hoffentlich kommt das in der Zukunft. Aktuell gibt es die Tyche 4 für 1.590 € oder das Paket mit dem Arm und den anderen Zubehörteilen, die ich erwähnt hatte, für 2.298 €, jeweils ohne Mehrwertsteuer, zu haben. Mit dem Code in der Beschreibung kriegt ihr nochmal einen Discount, also benutzt den, falls ihr die Tyche kaufen möchtet. Alles in allem bleibt das Tyche-Ökosystem wohl die beste Lösung für Langzeitzeitraffer. Man kann sich aus anderen Produkten, aus anderen Programmen etc. etwas Ähnliches zusammenbasteln, vielleicht sogar etwas günstiger, aber mit den gleichen Resultaten, der gleichen Einfachheit, der gleichen Verlässlichkeit wird das Ganze wirklich, wirklich schwierig. Und die Tyche ist hier, glaube ich, weiterhin die beste Option auf dem Markt.